Frühling ist da. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die ersten Frühblüher sind da und ich habe mir was Neues für meinen Balkon geleistet und das werde ich euch jetzt zeigen. So, und da sind wir auch schon beim großen Geheimnis. Ich habe mir einen Gasgrill besorgt und das wird heute mal ein Unboxing-Video. Das ist ein Weber Q1000. Ich habe vorher immer Holzkohlegrills gehabt und der letzte ist leider, ich sag mal, kaputt gegangen, weil irgendjemand es versäumt hat, ihn letztes Jahr zu säubern, bevor er in den Winterschlaf ging. Und der hat jetzt leider gelebt. Also hier haben wir das gute Stück. Machen wir die Kiste mal auf. So, auf das Ding. Deckel. Fetttropfschalen, diese Aufkleber, Servicegarantie, Bedienungsanleitung. Warum auch nicht. So, der Grill. Dann haben wir noch den Lattenrost. Ziemlich schwer. So, werden wir gleich zusammenbauen. Wir haben noch ein bisschen Zubehör. Einmal eine Abdeckhaube, wenn man ihn nicht benutzt. Ich glaube, das Ding steht mir besser als den Grill. Sehr schön. Dann machen wir mal weiter. Hier unten noch eine Platte. Und hier ist der Gasflaschenvorab. Ein bisschen aushaken. Der Anschluss für die Gasflasche. Gut, machen wir noch das Rost. Dann holen wir das Messer. Das Lattenrost drauf. Passt. Wir haben natürlich auch die Gasflaschen. 3 Stück an der Zahl. Ich habe schon gelesen, man sollte die irgendwann mal durch eine große Gasflasche ersetzen. Das ist bedeutend günstiger. Aber ja, wir fangen erstmal klein an. So, okay, Knopf wird wohl hier rankommen. Vielleicht auch nicht. Geht nicht. Gut, aber die Gasflasche können wir schon mal hingesägt. Ich bin total der Laie, ich habe keinen Plan, was ich hier tue. Der Tropfen, schade. Na, die wird wohl hier runterkommen. Einschieben würde ich sagen. Jo. Das passt doch. Perfekt. Man dann ja hier ranschrauben irgendwie, genau so rum. Mach ich später. Dann haben wir den Deckel. So, Anleitung. Zusammenbau. Gut. Scheinen nur die Splinter hier zu sein. Für den Deckel. Einmal da rein und gut ist. Und Nummer 2. Passt. Fehlt jetzt noch der Gasregelknopf. Ich habe keinen Plan. Ich habe es mal rausgefunden mit dem Gasknopf jetzt. Der ist hier vorne an der Seite und nicht hier. Das ist nur der Zünder. Also macht man das Ganze hier ran. Und jetzt kann man das Ganze drehen und die Einstellung machen.
Gut, den Rest werden wir draußen machen, denn mit Gas in Innenräumen hantieren, das ist mir nicht so geheuer. Ich glaube, das ist auch ganz schlau. Gut, bis gleich draußen. So, wir haben es nach draußen geschafft. Jetzt müssen wir quasi nur noch dafür sorgen, dass der Grill angeht. Ich habe dafür schon mal die Gasflasche habe ich schon angeschraubt. Die schraubt man nur handfest an. Auch hier gilt die Devise, nach fest kommt ab oder nach fest kommt Gas. Also demnach muss man da ein bisschen aufpassen. Und dann gibt es hier noch das Stellrad. Im Uhrzeigersinn heißt Gas abdrehen, gegen den Uhrzeigersinn heißt Gas aufdrehen. Und wenn man das Gas andreht, hier das Stellrad auf Zündung stellen, damit man hier über die Zündung, die sieht man hier, der rote Knopf, zünden kann. Was bei Gasgrills auch ganz wichtig ist, ist, dass man immer mit offenem Deckel das macht. Versuchen wir es mal anzumachen. Hat gezündet, wird warm. Irgendwie habe ich es noch hinbekommen. Ich schätze mal, ihr lyncht mich jetzt trotzdem in den Kommentaren, weil ich irgendwelche dummen Anfängerfehler gemacht habe. Ich freue mich aufs erste Grillen und bis zum nächsten Mal. Ciao!